Leuna und der Chemiepark Leuna sind ein einzigartiges chemisches und wirtschaftliches Powerhouse. Circa 12.000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze sind dort vorhanden. Dabei hat die Stadt Leuna selbst nur 13.900 Einwohner. Möglich machen das die über 10.000 Pendler, die regelmäßig von außen nach Leuna zum Arbeiten kommen. Die Arbeitsplätze stellen 137 Firmen bereit. Trotzdem ist noch eine Menge Platz in Leuna und deshalb siedelt sich mit der finnischen UPM ein weiterer großer Chemieplayer dort an. Nachdem am 7.10.2020 der Spatenstich erfolgte, wird inzwischen mit ca. 1.000 Personen die Chemieanlage bald fertiggestellt. Was produziert UPM in Leuna? In den Haupterzeugungslinien der ansässigen Unternehmen werden Einsatzprodukte oben abgelesen, die Zwischenprodukte entsprechend der Produktionsrichtung darunter und ganz unten die Verkaufsprodukte. Und hier ist in dieser einzigartigen Übersicht die UPM. Das Einsatzprodukt Holz wird in die Zwischenprodukte Zucker und Lignin aufgespalten und daraus werden dann die Verkaufsprodukte Biomonoethylenglycol und Biomonopropylenglykol sowie erneuerbare funktionale Füllstoffe hergestellt. Die Ausrichtung auf die Verarbeitung von Holz als nicht fossilem, nachwachsendem Ausgangsstoff macht die Anlage so wertvoll für Leuna. Sie öffnet einen zusätzlichen Weg, um mit chemischer Produktion nachhaltig zu werden. Gleichzeitig fügt sich UPM harmonisch in die Landschaft mit 137 Geschäften und Unternehmen gut ein. Warum aber entstehen solche Ballungszentren für die Chemie? Warum haben solche großen Standorte wie Halle, Saale oder Magdeburg eigentlich keine Chance gegen Leuna? Das wollen wir uns kurz einmal genauer anschauen. Nach der Regionalentwicklungstheorie kann man die Vorteile für UPM durch das gut ausgebildete Leunaer Chemiecluster in 5 Dimensionen oder Gruppen unterscheiden. Die Konzentration ähnlicher vorgelagerter und nachgelagerter Produktionsstufen für mehrere Unternehmen, wie wir das an den Haupterzeugnislinien gesehen haben, bildet dabei die vertikale Dimension der Vorteile. Außerdem bringt ein funktionierendes Cluster Vorteile in der externen Dimension. Demnach ist das Cluster offen für eine Betätigung in überregionalen und internationalen Märkten und gegenüber Trends und Innovationen. In der horizontalen Dimension verspricht das Cluster das Vorhandensein weiterer Wettbewerber. Das führt zu erhöhten Wettbewerbstätigkeit und einer schnelleren Information über den Wettbewerb. Die laterale Dimension beinhaltet die Vorteile der Anwesenheit institutioneller Akteure. Hierzu zählen zum Beispiel Wirtschaftsförderungseinheiten und Forschungseinrichtungen, Weiterbildungseinrichtungen, Kammern und Verbände. Die institutionelle Dimension bezieht sich auf die Bildung eines gemeinsamen Regel- und Normensystems im Cluster, welches die Verlässlichkeit und das Vertrauen in die gegenseitige Leistungsfähigkeit erhöht. Hinsichtlich der Attraktivität des Clusters für weitere Unternehmen ist es also ein wenig so wie mit der Anziehungskraft vom Planeten. Je mehr Masse der Planet hat, desto stärker ist seine Anziehungskraft. Für Cluster übersetzt heißt das, je besser ausgeprägt die 5 Dimensionen sind, desto attraktiver, ja sogar unverzichtbarer ist es für weitere Unternehmen mit dabei zu sein. In all den aufgeführten Dimensionen wird also das zukünftige Clustermitglied UPM für sich Vorteile finden können. Gleichzeitig werden die Nachbarunternehmen ähnlich von UPM profitieren. Damit komme ich zur Moonshot Challenge Merseburg. Es entstehen in Leuna bei UPM bis zu 200 Arbeitsplätze. Bisher zählte ich 936 Arbeitsplätze in der Challenge, jetzt sind es also 1136. Damit sind 16% der bisherigen Challenge erreicht. Die Ergebnisse hinken allerdings deutlich dem hinterher, was notwendig wäre, um die Challenge zu erfüllen. In der Zeitreihe sieht man die bei linearer Verteilung bis Ende 2023 vorgesehenen 7.000 Arbeitsplätze. Davon sind wie gesagt 1.136 erreicht. Wenn es dich interessiert, wie die Challenge entstanden ist, dann klicke das Video links an. Wenn du wissen möchtest, wo die bisher angerechneten Arbeitsplätze in der Challenge herkommen, so schaue dir die Videos in der Playlist rechts an. Wenn du durch das Melden neuer Arbeitsplätze mithelfen willst, den aktuellen Rückstand aufzuholen, dann schreibe bitte in die Kommentare oder eine persönliche Nachricht.